0,25% Versteuerung. Das ist, glaube ich, das, was viele interessiert als Firmenwagen. Das ist ein rein elektrischer, der sofort lieferbar ist. Wir filmen heute am 24. November und du weißt ja selber, sofort lieferbar. Ihr habt ihn bereits schon zugelassen. Er hat 0 Kilometer. Genau, ist eine Tageszulassung. BAFA-Prämie ist beantragt, die ist auch schon abgezogen, also braucht man selbst keinen Antrag mehr zu stellen und abzuwarten, bis er überwiesen wird. Das ist alles schon berücksichtigt und den kann man ab Dezember direkt auf Kunden ummelden. So, bedeutet, der ist ein halbes Jahr auf euch zugelassen gewesen. Das war eine Tageszulassung. Und das war ein Auto, das stand hier im Ausstellungsraum. Genau, der ist nicht gefahren worden, also das ist im Prinzip ein Neuwagen, der einfach nur die Zulassung hat, damit wir die BAFA-Prämie noch mitnehmen konnten. Ich habe auch nichts mit der Beantragung am Hut. Das ist alles schon abgezogen. Das wird Preis von dem? Den bieten wir jetzt an für 33,5 fix und fertig, schlüsselfertig zum Mitnehmen, zum Wegfahren. Sensationelle 14,3 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das ist wirklich eine tolle Zahl, aber viel wichtiger sind die 305 Kilometer Reichweite, im Winter ein bisschen weniger. Im Winter ein bisschen weniger, klar. Das ist, die Akkus gehen alle so ein bisschen in die Knie im Winter, aber ich sag mal, für hier im Kurzstreckenbereich, Saarland und Umgebung, reicht das dicke aus. Ist der schnellladefähig? Schnellladefähig bis 70 kW, ja. Das bedeutet also, ich kann in 20 Minuten ihn plus minus vollladen, wenn die Ladesäule ein bisschen mehr? Das wäre beim Ioniq 5. Hier haben wir ca. 54 Minuten bis 80%. Wenn er voll ist. Also ganz klar 0,25, 300 Kilometer Reichweite. Die Wallbox ist hier vorne. Gibt es da noch eine Förderung für die Wallbox? Für Gewerbetreibende ja, für Privatleute aktuell nicht mehr, nee. Aber es lohnt sich trotzdem, weil Elektromobilität wird immer mehr kommen. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, wenn du zu Hause Starkstrom liegen hast, ganz normale... Der rote Stecker. Genau, dieser Kraftstrom hat man auch schon mal gerne gesagt. Wenn du so einen Anschluss hast, da gibt es eine mobile Wallbox, die wird einfach nur eingestöpselt und die Wallbox ist in dem Moment im Kabel. Da brauchst du nichts zu beantragen, nichts genehmigen zu lassen und hast direkt 11 kW zur Verfügung. So, also ein reines Elektroauto. Die Batterie, muss ich mich da irgendwie drum kümmern oder ist da eine Ladeelektronik dabei, die sich um alles kümmert? Letzteres. Also der macht alles selbst, du stöpselst den ein. Du kannst natürlich Ladestrom begrenzen, wenn du willst. Du kannst sagen, ich möchte langsam laden, schonend laden, bis 80% laden. Alles einstellbar, aber nur wenn man will. Man muss sich theoretisch um nichts kümmern. Okay, reinstecken geht. Da ist der ganz normale Ladestecker dran, Typ 2, oder? Genau, Typ 2 und auch der CCS-Stecker für Schnellladen. So, wo ist der Ladeanschluss? Wo lädt man das auf? Ja. Hier vorne die Klappe. Ja. Dann haben wir einmal Typ 2, was auch die Wallboxen zu Hause haben. Ne? Und Gleichstrom kann er auch direkt, oder? Ja, da ist dann der Gleichstromanschluss mit dabei. Das Kabel ist auch immer nur an den Ladesäulen selbst. Also das braucht ihr nicht zu kaufen, könnt ihr auch nicht kaufen. Zum Kaufen gibt es dieses meistens orangenfarbene Kabel oder auch blaue Kabel für an der normalen Ladesäule unterwegs. Und für die Schnellladestationen brauchst du dann den großen Stecker, der ist immer an der Station dran. So, ich habe ja einen Peugeot gehabt vor kurzem, also konnte da mal testen mit dem rein elektrischen, so einen kleinen, der hatte auch rund 300 Kilometer Reichweite, den habe ich nur an 230 Volt aufgeladen, das ging, weil ich habe am Tag nur, was bin ich immer gefahren, so 150, 200 Kilometer, da war der morgens voll. Das geht auch, also es kommt darauf an, wie viel kW an der Steckdose ankommen. Bei mir zu Hause, ich lade im Moment einen Plug-in-Hybrid zu Hause mit ca. 1,1 kW, da braucht er schon etwas länger. Wir haben hier eine Kapazität von knapp 39 Kilowattstunden. Also wenn du, ich sag mal, 10 kW nachlädst von dem Ganzen, ist er in 10 Stunden maximal wieder voll. Ja, also das geht auch. Kann der Leistung rekuperieren? Das heißt, wenn ich in Riegelsberg runterfahre, dass er die Bremsenergie wieder reinschiebt? Ja, das macht er. Also ganz im Gegensatz zu einem Benziner, da ist der Tank am Ende des Hügels nicht mehr voller als vorher. Aber hier ist der Akku schon wieder ein bisschen mehr geladen. Und deswegen ist auch mit der Grund, warum diese E-Autos im Stadtverkehr letzten Endes sparsamer sind als auf Langstrecke. Das sind keine Trennscheiben. Interessanterweise bei E-Autos große Räder. Das hat Gründe, oder? Das ist wegen der Fahrstabilität und die Form der Felgen dient natürlich auch der Luftführung, dass der Luftwiderstand weitestgehend reduziert wird. Okay, das heißt, so ein Reifen wiegt ja auch ein bisschen was und der ist minimiert. Du hast eine ganz tolle Straßenlage, weil die Batterie sehr tief liegt, oder? Ja, das ist ein ganz niedriger Schwerpunkt und man kennt das von Sportwagen, je niedriger der Schwerpunkt, desto stabiler liegt das Auto dann auch auf der Straße.
So, es hat eine Gewährleistung, Garantie. Was gibt da Hyundai drauf? Also wir haben auf die Batterie 8 Jahre Garantie. Keine Gewährleistung, wirklich Garantie. Bis 160.000 Kilometer. Bis 160.000 Kilometer, 8 Jahre. Ja, So, da ist aber jetzt schon ein halbes Jahr weg. da ist ein halbes Jahr weg, genau. Aus Fahrzeug selber hast du 8 Jahre Garantie ohne Kilometerlimit. Krass. Auch abzüglich dem halben Jahr, der schon zugelassen ist. Die nächsten 8 Jahre hätte ich keine Sorgen. Erklär doch mal 0,25% Versteuerung als Dienstwagen. Was heißt das? Bei UVP ist hier? UVP liegt hier um die 40, sage ich jetzt mal grob. Das heißt, davon ein Viertel% wird versteuert. Also ist im Prinzip, als wenn du ein Fahrzeug für 10.000 Euro versteuern müsstest. Okay, also bedeutet, ich habe 1% von 10.000 Euro, das sind 100 Euro, die ich brutto versteuern muss. Also circa bei Steuerklasse 1 runde 60 Euro gehen da ab an Privatnutzung. Und das ist natürlich sensationell. Dann kann man zu Hause, kriegt man einen Zuschuss, glaube ich, steuerfrei 35 Euro fürs Aufladen, wenn man in der Firma keinen Ladeanschluss hat. Also wenn ihr den Chef davon überzeugt, keinen Ladeadapter zu installieren, kann man 35 Euro steuerfrei machen oder, das machen auch viele, die gehen hin und setzen sich zu Hause einen geeichten Zähler. Gibt es auch, ja. Dann wird das mit dieser mobilen Wallbox nicht mehr funktionieren. Da musst du wirklich eine feste installieren. Aber lohnt sich im Endeffekt auch wieder. Elektrik, rein elektrisch. Mittlerweile bei euch, glaube ich, jetzt im 5. Jahr, oder? Die elektrische. Lass mich mal überlegen, ja. Ich glaube 2017 ging das mit ihm los, ja. Mach mal auf hinten. Kofferraum. Rückfahrkameras dabei. Ist die Batterie entladen. Der hat ja noch eine normale 12-Volt-Starterbatterie und die ist durch das ständige Öffnen, Schließen, ist die jetzt entladen. Also der Fahrakku ist noch voll. Aber So, das wird aber noch gemacht, oder? Ja, natürlich. Die wird nochmal aufgeladen. Also kein Totalschaden jetzt. Nee, nicht ganz. Okay. Das kann mit der Fahrzeugbatterie nicht passieren, ne? Nee, also so ganz tief entladen habe ich noch nichts gehört, dass du das, so fährst du normal auch nicht. Also da gehen sämtliche Kontrollleuchten, Alarmsignale gehen da schon bei 10% Restladung los. Also ich habe von meinen Kunden noch keinen gehabt, der das wirklich komplett leer gefahren hat bis zum geht nicht mehr. Sehr schön. Komm, steig mal ein auf der Fahrerseite. Dann gehe ich mal auf die Beifahrerseite. Das heißt, er hat eine ganz normale 12-Volt-Batterie. Wie jedes Auto die hat und die ist nicht am Ladegerät gewesen. Genau, normalerweise passiert. Kommt vor, wir laden die normal immer so sporadisch hier im Wechsel, weil die Autos sind offen. So bei jedem Türöffnen geht irgendeine Leuchte an oder die Heckklappe öffnet sich elektrisch, was Strom verbraucht. Und da die Autos nicht gefahren werden, müssen wir sie regelmäßig auch nochmal ans Ladegerät hängen. So, und ich kam heute Morgen und hast du gesagt, komm, wir filmen den mal schnell. Der ist gerade erst reingekommen. Spurhalteassistent aktiv, was heißt das? Das heißt, der überwacht über eine Kamera, wo du dich auf der Straße befindest. Und wenn du jetzt Richtung Mittellinie oder Richtung Seitenlinie driftest und eine Überschreitung droht, also dass du von der Straße abkommst oder in Gegenverkehr, und dann greift er zum einen in die Lenkung ein, versucht zu korrigieren und zum anderen kommt ein Alarmsignal. Du hast immer Automatikgetriebe. Das heißt also, mittlerweile kann man ja sogar den Führerschein auf Automatikgetriebe machen, wenn man eine gewisse Anzahl Fahrstunden auf Schalter gemacht hat, gell? Genau. Ja. Ich habe auch ein paar Fahrschulen in der Kundschaft, die sagen, also der Anteil an Automatikfahrern ist deutlich gestiegen, auch bei den Jüngeren. Ja. Es gibt ja auch demnächst keine Schalter mehr. Also alle neuen Fahrzeuge bei Volkswagen, habe ich zum Beispiel gehört, die kommen alle mit Schalter. Ihr habt ja ganz viel Automatik bei euch in der Kundschaft, oder? Also gerade in den etwas größeren Modellen. Ja, je größer, desto eher. Also ein Santa Fe mit Schaltgetriebe findest du ganz selten. Den Staria, den Bus gibt es zum Beispiel nur noch mit Automatikgetriebe, jetzt aktuell. Und die Hybridfahrzeuge, die Elektrofahrzeuge sowieso. Also der Anteil nimmt stark zu. Isofix zweimal? Ja. So. Und 5 Sitzplätze eingetragen. 5 Sitzplätze eingetragen, genau. Wir haben an Ausstattung ansonsten fast schon Hyundai typisch eine Sitzheizung mit Verbindung mit einer Lenkradheizung. Lederlenkrad, Multifunktion. Lederlenkrad, ja, Freisprecheinrichtung ist mit dabei über Bluetooth. Ansonsten auch noch über Android Auto und Apple CarPlay. Er hat aber auch ein fest eingebautes Navi-Abwerk drin. So, voll digitales Cockpit natürlich mit drin, dann ganz viele Helferlein. Da ist ein Navi mit drin, was dir sagt, wo die nächste Aufladestation ist. Ist da auch eine SIM-Karte verbaut in dem Auto? Nein, der hat ein eigenes, eine SIM-Karte schon, also der hat ein eigenes Modem, aber das ist alles fest installiert ab Werk. Das braucht er zum einen für das Notrufsystem mit diesem SOS-System.
Okay. Ja, Also da ist ein Mobilfunkchip drin quasi, eine eSIM oder wie es heißt. Ja, und genau. die ist dann irgendwie verbunden. Ja. Okay, habe ich verstanden. Das Soundsystem, ist es gut? das ist Firma Grell. Das ist also, wir haben teilweise Grell, teilweise Bose drin. Ich würde es auf die gleiche Stufe setzen. Ja. Also macht Wumms, klingt gut. Extrem leise das Fahrzeug, kann ich überall aufladen. Mittlerweile Ladestationen kommen jeden Tag neu hinzu, oder? Ja, kannst du wirklich sagen. Auch das europäische Ausland hat mittlerweile richtig nachgelegt. Also Frankreich, wirst du selbst wissen, da bist du ja auch öfter mal unterwegs. Die letzten 3 Jahre ging es da richtig voran. So, komm, wir gehen mal in die Werkstatt. Da steht noch was. Den haben wir stehen. Also der kostet wie viel? Das sind aber 33,5. Inklusive Steuer. So, da ist die Mehrwertsteuer ausweisbar. Das heißt, wenn also eine Firma das kauft, leasen kann man den auch? Den kannst du auch leasen, du kannst ihn direkt kaufen. Da ist auch die Zulassung schon mit dabei, Wunschkennzeichen, also alles, was dazugehört, ist da mit drin. Geht aber nichts mehr runter, weil die ganzen Prämien habt ihr schon kassiert, Ja. habt ihr schon abgezogen, Ja. alles schon gemacht. Okay? Genau. Gut. Werkstatt ist wo? Müssen wir Einmal da drüben. ganz am Gebäude vorbei. So. Außen, innen, wo gehen wir lang? Außen. Ich innen. würde sagen, wir gehen außen vorbei gerade. Ich nehme noch meine Jacke, ist ein bisschen kalt heute Morgen. Echt, bist du so? Ich bin noch ein bisschen erkältet, man hört es vielleicht auch. Ja, du hast ein ganz leichtes Essproblem heute Morgen. Wenn du mal sagst, Susi ist süße Sahne, Das können wir gerne irgendwann nachholen. Ne? aber heute nicht. Heute nicht, nee. So, Hyundai. Du bist schon wie lange dabei bei Hyundai? Ich bin nächstes Jahr 11 Jahre dabei. 11 Jahre. Ja, Okay, das heißt, du hast mit 12 angefangen. ja so ungefähr. Okay. Schleimer. Danke. So, Werkstatt, wir gehen mal rein. Ihr seid einer der ältesten Hyundai-Händler Deutschlands, also fast schon Gründungsmitglied der Händlerschaft. Wie lange seid ihr Hyundai-Händler? Hyundai-Händler schon über 30 Jahre. 30 Jahre. Ja, mehr als 30 Jahre schon. Ja. So, Hyundai steht ja für die gehen irgendwie nicht kaputt.de. Ja, das kann man so sagen. Also mit dem Image ist Hyundai groß geworden in Deutschland. Zuverlässige Autos, Preis-Leistung hat immer gepasst. Und seit die besten Designer Europas mit im Boot hatten, sind die Autos auch immer schöner geworden. Die einen sagen so, die anderen so. Das ist wie immer Geschmackssache. Ihr habt eine ganz feste Kunden-Fangemeinschaft, muss man sagen. Die sehen auch immer anders aus. Ich glaube, groß geworden seid ihr hier mit diesen SUVs zu günstigen Preisen. Das war damals so das Ding, oder? Ja, das war der alte Tucson, der Santa Fe. Die hatten eigentlich die Marke erst richtig in Fokus gerückt, kann man sagen. So, und dann kam der Kona als Elektro. Der steht hier vorne. Das ist ein Hybrid zum Beispiel. Ja. Hybrid, hat die Nachfrage jetzt nachgelassen eigentlich, jetzt wo die Förderung weg ist? Nee, eigentlich nicht. Also es gibt nach wie vor Leute, die sich trotzdem für den Plug-in-Hybrid noch begeistern, weil das System selbst natürlich immer noch interessant ist. Auch So, ohne das die heißt, Förderung. ich habe dort Benzin und habe Strom. Genau, So, beides. ja. Tolle Geschichte. Du fährst selbst Hybrid im Moment? Den Tucson als Plug-in-Hybrid, ja. Ich fahre auch überwiegend elektrisch, muss ich sagen, weil wir fahren viel Kurzstrecken. Also meine Frau fährt den überwiegend selbst und die ist begeistert davon. Also wirklich günstiges Fahren und sehr, sehr komfortabel. So, da vorne steht er, der rote, nehme ich an. Nein, Der Bus. nein, der nicht. Der ist aber geil, der Bus. Guck mal. Das ist auch noch so einer... Der hält und hält, oder? Ja, kann man so sagen. Der ist aber nicht zu verkaufen, leider, oder? Ich glaube nicht, nee. Da müssen wir nochmal mit dem Chef sprechen, aber ich glaube, aktuell ist er nicht zu haben. Nee. Ist der geil, jetzt mal ganz ehrlich. Der Zustand ist doch Hammer, oder? Ja gut, immer Werkstatt gepflegt, weißt ja wo. Und das macht sich auch bemerkbar, klar. Da warst du aber noch nicht hier, als er aufgelegt wurde, oder? Nee. Der war vor meiner Zeit schon da. Der steht doch da wie eine Eins, oder? Absolut. Okay. Du weißt ja, wie früher rote Autos nach ein paar Jahren ausgesehen hatten. Ja, die waren total Matt Matt verglichen. Und ja, nee, siehst du hier nichts von. Der da? Nein, So, der wird immer aufbereitet. der da, der Kona. Der ist jetzt gebraucht vom Kunden gewesen? Genau. Warte mal, komm mal kurz zu da. Ganz kurz reinschwenken. Genau. So, er macht mal gerade leiser oder aus. Das ist lieb. Das ist ein Auto, der ist jetzt gerade frisch reingekommen. Das ist ein Gebrauchter und da gibt es noch 2 andere dazu. Die Autos sind jetzt von Ende 2020, haben so um die, ja, sagen wir 25.000 bis 30.000 Kilometer. 150 kW, also den großen Akku, Rein elektrisch. rein elektrisch, ja. Okay. Da haben wir wirklich ein paar gebraucht bekommen. Die werden jetzt noch einmal schick gemacht. Was ich geil finde, ihr habt hier so kleine Dellen habt ihr eingezeichnet. Ich zeige das mal gerade. Das heißt, alles, was an dem Ding dran ist, wird noch gemacht. Also Beides- so beid- Kleinigkeiten, sag ich mal. Ja, weitestgehend. Dass das Auto, wenn her wirklich wieder schick ist und gut aussieht, da sind immer so ein paar Gebrauchsspuren dran und
dafür bereiten Das wir passiert die ja, auf. fertig. klar. Also Aufbereitung heißt, der Kunde kriegt quasi optisch ein fast neuwertiges Auto, oder? Ein fast neuwertiges Auto, genau. So, da habt ihr Spezialisten dabei, Ja. die sind sehr gefragt, muss man sagen. Ja, darf ich dich mal kurz zeigen? Ist das schwer, den aufzubereiten, oder? Es geht, kommt immer drauf an, was für Farbe und wie halt verkratzt. Du gehst da hin, holst das Ding komplett auseinander quasi, oder? Ja, dann habe ich jetzt ein bisschen machen, weil dahinter die Ware jetzt ein bisschen verkratzt gewesen, da hatte ich mich jetzt umlackieren, also und halt, ja. Ist das so der erste Eindruck, wenn er reinkommt, der Kunde, ich sag mal, der will ja quasi ein neues Auto kriegen, oder? Das machst du möglich. Es kommt drauf an. Sag mal, du musst doch unglaublich beliebt sein bei Nachbarn und so, oder? Ja, es kommt, ja, so Mitarbeiter bin ich beliebt. Genau. Wenn du mal gerade zeigst, da gibt es verschiedene Tricks. Hast du auch einen Tornado? Ja, habe ich auch. Wo denn? Steht Zeig da mal. hinten am Fenster. Das ist ein Tornado, den habe ich auch zu Hause. Muss man allerdings, ich ziehe mir immer einen Kopfhörer auf, wenn ich ihn benutze, weil das Ding ist recht laut. Das Ding ist ein Wunderding, oder? Ja, seit ich mit dem arbeite, ist einmal frei, man kommt überall in die Ritze rein und man bekommt alles sauber. Das ist ein Tornado. Der arbeitet mit Druckluft und der zieht quasi den Schmutz da rein. Man hält ihn. Der blast, Ja. also der tut das interne Ja. und halt, man muss halt mit dem Lappen nach Nord gehen, wenn es feucht ist. Also der zersprengt, der tut also auflöse alles. Auflösen. Also manchmal Okay. bleibt Dreck hier drin hängen und dann muss man halt. Also bei mir bleibt ab und zu mal der Dreck hängen. Ich mache es dann rein im Prinzip ins Wasser einmal ausspülen. Einmal mit der Fertig. Bürste durch. Dann hast du das da ganz wichtig, Schamponieren. Ja, sobald Hundeauto oder wenn jetzt Flecke, also wenn man mal ausgelaufen ist, dann muss man halt mit dem Shampoo machen, Sitzereinigung. Und die hast du neu lackiert, oder was? Ja, die habe ich jetzt neu eingefärbt halt. Sensationell. Eingefärbt heißt was? Also das ist extra spezieller Endfärberlack, der ist meist für außen gedacht, aber ich benutze den auch für innen. Das ist ja sensationell. Sieht aus wie neu. Ja, so soll es auch sein. So, da steht er, aber der steht eh gut da, oder? Ja, der ist noch jetzt vom Lack her, ist er noch überhaupt die paar Delle jetzt, aber so vom Lack her ist er noch top. Also Raucher? Silber ist sowieso eine gepflegte Farbe, also die ist besser als wenn man schwarz jetzt zum Beispiel, das ist halt schon nochmal auch großer Aufwand. Der Geruch oft ein Thema. Der Zonengerät. ging jetzt ganz gut, der da vom Ja, Geruch? der geht vom Hund, also ich komme jetzt noch zum Zonengerät rein und dann ist das alles weg. Ozongerät, was ist das? Zeig mal. Das sind hier die Tipps der Profis, dass wir die mal zeigen. Ihr macht einen unglaublichen Aufwand in der Aufbereitung. Ich glaube, das ist wichtig, oder? Das ist einfach auch, wenn viele vergleichen ja die Preise im Internet von Gebrauchtwagen. So, und da wundert man sich, warum manchmal 500 € Unterschied sind. Aber wenn du siehst, was wir hier noch einen Aufwand betreiben, damit die Autos wirklich wieder schick sind, wenn du das nachträglich alles machen lässt, da reichen 500 € nicht. Ja. Also Das ist Ozongerät. Das geht hin und zerspaltet. Ozon, also der tut diese Gerüche zerspalte in halt Ozon und dann halt ist der Geruch so weit weg. Man muss ein bisschen aufpassen, je nachdem, wie stark die sind. Ich habe extra Schilder, wo keiner mehr ans Fahrzeug dann darf. Genau, das ist nämlich nicht gerade förderlich. Das heißt, du machst das Ding an, gehst raus. Ich stelle ihn raus, mache dir Umluft an, Klimaanlage an, Scheibe zu und dann wird er einmal durch die ganze Lüftungsanlage. Das ist mal mehr, mal weniger nötig, oder? Ja, vor allem ein Raucherauto oder halt. Riecht man das? Also, warte mal, ich gehe mal kurz rein, riech mal kurz rein. Ich rieche nämlich direkt. Das war kein Raucherauto. Nee, Eher ein Hundeauto. ein Hundeauto. Ja. Riecht aber auch nicht mehr. Ja, ich habe jetzt schon ein bisschen gereinigt halt, die Sitze sind gereinigt, der Kofferraum ist gereinigt und habe ich auch komplett neu gemacht. Der ist echt gut. Guck mal hier. Den Mann muss ich mir merken. Vielleicht mal kurz dein Name, dein Vorname? Bernd. Bernd. Stark. Das heißt, du siehst dich nachts in meinem Fernsehen, oder wie? Ja, ab und zu schon. Guck mal gerade, der fliegt übrigens jetzt im Weltall rum und hat jetzt einen NASA-Aufkleber drauf. Weiß nicht, ob du das kennst. nee. Da gibt's bei Kikika gibt's so einen Typ. Ja, Bernd das Brot. Toll. Jetzt wissen es alle gar. So, ich zeig's mal gerade. Also, schön gemacht. Der steht jetzt zum Verkauf. Ja, also wie gesagt, wir hatten 3 ähnliche Autos bekommen, die sind vom Alter, von den Kilometern her alle vergleichbar. Alles die gleiche Ausstattung. Müsste es lügen, ich glaube ein Weißer ist noch dabei. Ja. Aber Preis? alles, die liegen wahrscheinlich irgendwo so um die 35. Aber wie gesagt, 35? Mit großem Akku und Großer Akku heißt wie viel? 150 kW Leistung. Reichweite ungefähr? Reichweite um die 450 Kilometer und der Akku hat 64 Kilowattstunden. Okay, das heißt, ist das Modell jetzt ein bisschen größer wieder eben? Oder? Nee, das ist vor Facelift.
Ja, der ist also von der Größe her, von der Karosse her gleich, war aber kurz vor dem Facelift für der Einführung. Dann ist der ja eben, den wir gefilmt haben, ein Schnäppchen, oder? Definitiv. Er hat natürlich, ich sag mal, die Gebrauchtpreise sind aktuell kaum von Neuwagenpreisen weg. Also da ist nicht viel Unterschied, weil halt einfach der Bedarf da ist und der Markt leergefegt. Der ist aber auch vom Zustand her, ist der, wenn jetzt die, ich sag mal, 1, 2 kleinen Macken noch gemacht werden, denkst du, wenn er da steht, der sieht aus wie neu, oder? Ja, absolut. Facelift, was war da anders eigentlich jetzt groß? Oder waren so Kleinigkeiten? Das war in erster Linie die Front. Kunststoffteile waren nachher in Wagenfarbe lackiert außenrum. Ach so, Ja. also nichts Wildes. Nee, Kleinigkeiten. So, ich zeig's mal gerade. Das ist der Vor-Facelift und da draußen steht der Nach-Facelift. Genau. Naja, also so viel Unterschied ist nicht, oder? Ein bisschen. Es hält sich in Grenzen, ja. Bisschen. So, der sieht aus wie Star Wars so ein bisschen. Aber es ist ja so, die Wagen werden ja mal runder. Auch der Spritverbrauch ist ähnlich, nehme ich an. Das heißt, der war schon ganz aerodynamisch, der andere. Ja, absolut. Also da hast du im Prinzip kaum Unterschied. Das So. waren ein paar Gramm Unterschied, aber das ist nicht viel. Und der da, die beiden? Die sind verkauft, die warten auf ihre neuen Besitzer. Okay, also du hast jetzt 3 oder 4 Stück noch Elektroautos? Den drin als neu oder Tageszulassung und 3 gebrauchte quasi mit ihm hier. Ja. Ähnlich. Silber alle. Silber, weiß, ich glaube 2 silberne und weißer. Und es kommen noch Leasingrückläufer Anfang nächsten Jahres zurück. Es kommen Autos, die quasi dann mit einem halben Jahr ähnlich wie die Tageszulassung verkauft werden. Bernd, vielen Dank. Tschüss. Also wir bekommen noch ähnlich wie der drin steht, aber mit größerem Akku bekommen wir auch noch welche rein. Die kann man ab sofort schon sich sichern, Ja. weil die werden nicht lange da sein. Also das sind so an die 10 Autos, die kommen. Hat der eine eigene Waschanlage? Ja klar. Eine neue? Ach du, die haben wir jetzt 2 Jahre, glaube ich. 2 Jahre. Ja. Ist auch teuer, so ein Ding, oder? Ja, aber musst du schon irgendwas haben. Bei so vielen Autos, die hier durchgehen, von Handwäsche ist da nicht mehr viel. Okay, so ihr seid in Saarbrücken, seid einer der großen Hyundai-Händler Deutschlands. Leidet natürlich auch ein bisschen im Moment unter wenig Autos. Du könntest mehr Autos verkaufen, wenn mehr kämen, oder? Ja, wobei, ich sag mal, die Nachfrage hat sich jetzt wieder gesteigert, weil der Bedarf ist einfach immer noch da. Und du hast mittlerweile bei Neuwagen auch wieder eine Lieferzeit, die moderat ist. Also Beispiel? wir haben zum Beispiel einen i30 oder einen Tucson mit Schaltgetriebe, kannst du innerhalb von 4 Monaten haben als Werksbestellung. So, du hast noch ein paar Gebrauchte da? Ein paar Gebrauchte haben wir auch noch, ja. Ist er auch noch zu haben, der da? Der ist noch nicht zu haben, der ist noch relativ frisch, der ist ein Vorführwagen. Vorführwagen. Also die Reihe hier ist ein Vorführwagen. Die müssen wir im Moment alle noch behalten, da wir noch keinen Nachschub haben. Ich könnte die mir aber schon reservieren. Oder sind die schon teilweise? Teilweise. Teilweise kannst du reservieren. Das Problem ist ja, wir müssen gucken, dass wir immer einen Vorführwagen da haben und wissen nicht genau, wann der nächste kommt. Na, Ich habe sogar hier unten jetzt einen Bayonne. ja. Ja. Der Der muss ist aber auch noch, muss aktuell auch noch bleiben, weil wir halt eben Lieferzeit haben. Ist das nicht traurig? Wir haben damals Videos gemacht, sofort lieferbare Autos und so. Das kommt wieder, denkst du? Mit Sicherheit. Nur wann, das kann ja keiner sagen im Moment. Ne? Ein Opel? Ein Opel Insignia, ja. Der letzte von Opel gebaute. Ich glaube, der hat schon den Peugeot-Motor daher. Hat schon Peugeot-Motor. Ja. Aber ich glaube, die Form, die war von Opel. Das war der. Aber ich lasse das mal so stehen. Ich habe von Opel nicht so die mega Ich Ahnung. auch nicht. Also ich will mich da auch nicht aus dem Fenster lehnen. Ich habe mir nur von meinen Kollegen aus der Werkstatt sagen lassen, dass das einer mit Peugeot-Motor wäre. Also ist Hörensagen. Warte, ich guck mal gerade. Der kostet 16.990. Ja. 1,5 Liter Turbo, 140 PS. Aus 2017 mit, was hat er gelaufen? 41 nur. Ist wahrscheinlich das Ding zurückgedreht, oder? Ja klar, braucht man bei allen. Nee, das ist natürlich der wirkliche Kilometerstand. Machen wir bei allen. Tacho-Schraubereien, das ist, glaube ich, ganz lange vorbei. Also du kannst heute im Prinzip, du könntest zwar theoretisch die Anzeige auf dem Tacho ändern, aber jedes Steuergerät hat einen Kilometerstand drin. festgehalten. Also das kannst du vergessen, das geht nicht mehr. Schon lange nicht mehr. Das hat man auch noch nie gemacht, davon abgesehen. So, und da vorne noch ein paar kleine. Das ist recht übersichtlich, das Gebrauchtwagenprogramm, aber es ist ein Licht am Horizont zu sehen, muss man sagen. Auch Neuwagen. Nochmal gerade die Lieferzeit Neuwagen. Neuwagen kannst du sagen, aktuell, um es abzureißen, zwischen 4 und 10 Monaten, je nach Modell. Guck mal, ein Mazda. Ja, auch ein, Ein Sauger? ich glaube, das ist ein Turbo, aber ich gucke Ich mal. guck mal gerade. Na, müsste noch ein Sauger sein. Ein Sauger. 165 2 Liter, PS, 2 Liter. Aus 2016. Steht aber auch super da, 60.000 Kilometer. Ist auch so, ich sag mal, auch ein Japaner. Ist natürlich was ganz Tolles. Ja,
Die Mazda sind vom Preis-Leistung her, von der Zuverlässigkeit her auch schon immer tolle Autos gewesen. Ist auch ein schönes Rot, das hier. Die hatten ja mit den Farben da auch ziemlich für Aufruhr gesorgt. Die haben ja auch so ein ganz eigenes Mazda-Rot, haben die. Das ist so. Also der ist auch gebraucht, der ist zu haben. Ja. Steht auch schön da. Ist ein Benziner. Benziner. Und der da? Das ist ein gebrauchter Tucson. Ist auch ein Benziner mit 132 PS. 17,99. Ja, mit Navigation. Auch Top-Zustand. Du weißt, wenn sie beim Bernd die Halle verlassen, sind die Autos wieder fast wie neu. So, 13.990, ein Kleinwagen. Das ist Polo oder was? Na, nicht ganz. Das ist so ein bisschen wie ein kürzerer Golf Plus, wenn du es so willst. Okay. Also eher Golf Plus als Polo Cross. 5 Türen. 5-türig, variabler Kofferraumboden, Allwetterreifen sind drauf. Er hat ein Automatikgetriebe, hat auch nicht viel gelaufen. FIFA. Ja, war so ein Sondermodell damals. So, 13.990. So, zum Thema Tacho zurückdrehen nochmal. Ihr gebt natürlich 12 Monate Garantie, das ist aber auch Pflicht. Man kann sie natürlich bei Vermittlungen ausschließen, aber sowas macht ihr nicht, oder? Im Kundenauftrag? Selten mal, aber dann schreiben wir es explizit auch dabei. Also dann weiß der Kunde das auch vorher schon, ja. So, dann darf man die auch tauschen, wenn man nach einer Woche irgendwas gibt's da? Nee. Nee, also deswegen bieten wir aber an, dass man jedes Auto vorher ausgiebig testen kann. Wir können jedes Auto auf die Hebebühne holen. Man kann einen Bekannten mitbringen, der sich auskennt. Also man kann das vor dem Kauf komplett checken, prüfen, testen. Bieten wir jedem an. So richtige Gurken habt ihr ja nicht. Also irgendwie so 12 Jahre alt, 20 Jahre mit Austauschmotor oder so was. Nee. Ja, Austauschmotor kann schon mal drin sein, wenn es einen Grund hatte, aber dann weisen wir das auch explizit aus. Aber ich sag mal, die sogenannten alten Gurken, die gehen in Export, weil du musst einfach Garantie auf jedes Auto gewährleisten. Afrika jedes Auto meistens, oder? Ich glaube schon gar nicht mehr. Gar nicht mehr. Nee, mehr so Osteuropa, Südosteuropa. So, last but not least, ein schöner, großer, sag mal, ich kenne mich gar nicht mehr aus in den Baujahren, der könnte recht neu sein. Das ist ein 2019er Santa Fe. Ja, der war kurz vor dem aktuellen Facelift rausgekommen. So, 34.990. Hat der Steuer? Nee, der ist vom Privat zurückgekommen. Automatik, Navigation, also ein richtig schönes Auto. Volle Dann hast du hier volle Hütte. Volle Hütte außer Panoramadach, ja. Okay, Preis neu, 60? Zwischen 55 und 60 Okay. ungefähr, ja. So, und da genau das Gegenteil. Preislich ja. Da haben wir einen i10, auch einen 2019er. Ein Passion Automatik, das ist ja selten. Ja, die waren also die i10-Automatik sind generell selten. Und du hast hier relativ schöne Ausstattung. Ist von der Maschine her ein 1,2 Liter, also der Vierzylinder mit 87 PS. Und nebendran steht im Prinzip ähnliches Alter, ähnliche Kilometer, aber der 1,0 und kein Passion. Du siehst halt von außen keine getönten Scheiben, sind so ein paar Unterschiede. Der hat noch Werksgarantie, gell? Die haben beide Werksgarantie. Das ist doch krass, oder? Du verkaufst Autos mit Werksgarantie. Ja, die sind 3 Jahre alt, etwas über 3 Jahre alt und heißt hier mal Minimum noch 1,5 Jahre Werksgarantie. Und die Möglichkeit auch noch eine Anschlussgarantie zu machen, bevor die 5 Jahre rum sind. So, 14,99, 1 Liter Automatik-Trend. Vom Preis her sind sie vollkommen identisch, fast. Also die ist 500 € teurer. Was hat der gelaufen, hier der Orange? Die haben beide 29,5 so rum. Also unter 30.000 Kilometer noch. Und der Schwarze, was ist das für einer? Der Schwarze ist ein Schaltgetriebe, der ist glaube ich etwas älter. Ja. 2015er, den haben wir ganz frisch reinbekommen die Woche. Ist auch der Vierzylinder mit 87 PS. Haben wir auch natürlich wieder einen Preisunterschied. Der hat auch Sitzheizung, Lenkradheizung, so die gute Ausstattung vom i10 schon. 94.000 Kilometer, das heißt, der Motor ist fertig. Nee, ganz Gegenteil. Der rennt wie ein Dippchen, sagt man im Saarland. Okay, das heißt, der wird wahrscheinlich locker nochmal 100er. Ja, da habe ich keine Bedenken. Also die 1.2er, die haben alle Steuerkette, keinen Zahnriemen. Du hast wenig Wartungsarbeiten. Das ist auch neu. Also auch jetzt bei Volkswagen haben die jetzt wieder Steuerkette. Das heißt, eigentlich so gut wie gar keine Wartung, oder? An sich sollte das System wartungsarm sein. Das stellt sich selber nach. Genau. Das wird ab und zu mal geprüft auf Laufgeräusche, auf gelenkte Kettenglieder. Aber ansonsten hast du da keine kontinuierliche Wartung wie beim Riemen, der alle paar Jahre oder Kilometer runter muss. So, wir sind bei Autohaus Schumann in Saarbrücken, Stadtteil Burbach. Ja. Und dein Name ist? Thomas Jakobs. Thomas Jakobs, leicht gehandicapt durch eine Grippe. Was war's? Das schöne C? Nein, es ist kein Corona. Ich habe mich auch mehrmals getestet. Es ist einfach nur eine normale Freck, wie man im Saarland sagt. Die Freck. Genau. So, und da gehen wir mal zurück. Ihr habt einen Staria wieder da als Vorführer?
Ja, als Vorführer und auch als Neuwagen zum Kaufen. Ja, Staria, man sieht sie immer öfter. Ich habe zuletzt einen gesehen, wer hat den gefahren mit einem kleinen Aufkleber auf der Tür? Eine Werbeagentur, glaube ich, oder irgendwas. Der sieht total schick aus. Das Auto ist stylisch, also du musst, das ist wie ein Unfall, du musst hingucken. Ob du es magst oder nicht, aber du musst hingucken. Das ist halt eben für Firmen ein optimaler Werbeträger. Ja, gibt es auch bei der Bahn in Frankreich als Triebfahrzeug für den ICE, Ja? für den TGV. Es sieht aber fast so aus, oder? Die Form hat schon was von dem, das stimmt schon. Sehr schick. Ja, demnächst wieder mehr. Das Jahr nähert sich dem Ende. 2022 war ein schönes Jahr für euch. Wunderbar. Nee, war Katastrophe, weil wir hatten vorher, sind wir immer gewöhnt, dass wir aus dem Vollen schöpfen können, was Fahrzeugbestand betrifft. Und in diesem Jahr hat es uns halt eben auch mal richtig erwischt mit der Verfügbarkeit der Autos. Aber wir haben es noch relativ mit dem blauen Auge überstanden, weil Hyundai hat die Lieferzeiten im Zaum behalten. Also es geht noch. Was ist denn das für eine Farbe? Ja. Das ist Amazon Grey. Amazon Grey. Ja. Also Amazon. Amazon. Wie Wie Amazonas. wie Amazonas, also wie der Versender. Ja, genau. Das ist, was für ein Auto ist das? Das ist ein i30. Das ist eines dieser neuen Sondermodelle Connect & Go. Das ist zum Beispiel einer, der innerhalb von 4 Monaten auch lieferbar wäre als Neuwagen. So, ich zeig's mal gerade, der kostet 23.950 und da können wir gerade mal WLTP zeigen, wo wir dabei sind. 23.350 und der braucht 6,2 Liter. Ist es realistisch? Ist doch WLTP ist genau. Die WLTP sind genauer als die NEFZ-Werte vorher. Also die 6,2 im Schnitt kriegst du hin. Habe ich schon ausprobiert. Das geht. Sag mal hier jetzt mit den, ist da jetzt beides nochmal reinzuhängen, jeweils in die Scheiben? Du, das Problem ist, die WLTP-Werte musst du angeben, aber genau diese CO2-Effizienz musst du auch anzeigen. Na, das muss beides ersichtlich sein und wir halten uns natürlich an die Regeln. Klar. Oh, da ist es also 6,2 Liter, 7,5 Liter auf der Kurzstrecke. Das hatten wir hier Stadtrand 6 Liter und 5,4 Liter auf der Landstraße. Schön, also jede Menge Autos habt ihr noch da. Es lohnt sich vorbeizukommen trotzdem. Ja, absolut. Also Autos haben wir auf jeden Fall noch. Wir haben auch viele, die jetzt in Kürze kommen. Die kann man sich, wie gesagt, mit den Kona Elektro, die da kommen, das sind nachher Halbjahreswegen. Die kannst du jetzt schon kaufen, in einem halben Jahr haben. Was ist denn das für ein Hobel? Das ist ein i30 N Fastback. Schnell? Der ist flott, ja. PS? 280. Ist der neu oder? Der ist eine Tageszulassung. Tageszulassung. Ja. Komm, dann zeigen wir auch mal, dass wir den haben. Also, der hat natürlich einen Foxtrot, wie man sieht, Ja. der drauf ist, aber er hat auch richtig Leistung. 206 kW, 300 PS? Nee, nicht ganz. 280. Ja. Da ist WLTP 8,4 Liter. Kann man die übrigens fahren? Ich war ja auch gerade ein 300 PS Auto mit roundabout zwischen 7 und 13 Litern, je nachdem, wie man will. Das kommt hier auch ungefähr so hin, ja. Nach oben offen, aber Ist ein richtiger Sportwagen, oder? ja schon. Also die Gene, du merkst hier, dass der Albert Biermann das Auto mitentwickelt hat und er hat halt die Sportgene im Blut und so sind auch die Autos hier entwickelt. Also das ist von A bis Z ein Sportler, der auch rennstreckentauglich ist, aber halt eben auch alterstauglich. So, direkt daneben identisch von der Performance, nehme ich an, der i10. Fast so gut, ja. Also ja, leistungsmäßig würde ich sagen ein Viertel. Etwas weniger als ein Viertel von ihm. Das ist halt, da liegen so ein klein bisschen andere Maßstäbe zugrunde. Alles Sag ich klar. einfach mal so. Dein Name? Thomas Jakobs. Thomas Jakobs. Deine Rufnummer 0681? Ja, die 99 19 900. 99 19 900. Ansonsten einfach googeln. Autohaus Schumann im Saarland. Und ja, danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Heute ist der 24. November 2022. Ein Donnerstag. Ja. Tschüss. Tschüss.